Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem Produkttest von teigwelt.de. Diese Woche haben wir uns Brotbackautomaten angeschaut. Wir hatten 3 Modelle im Test. Das erste Modell war von Unold, das zweite Modell von Medion und das dritte Modell war von TZS First Austria. Den Anfang macht der Brotbackautomat von Unold. Der Brotbackautomat Backmeister Edel hat 550 Watt und kann Brote von 750 Gramm bis 1000 Gramm verarbeiten. Dieser Brotbackautomat hat eine wirklich sehr gut beschichtete Brotbackform. Mit der Fusion Sol Gel Keramik Anti-Haft-Beschichtung von Whiteford war es mühelos möglich, das Brot aus der Form zu lösen nach dem Backen. Die Brotform war soweit völlig okay. Die Scheiben waren nicht zu groß und nicht zu klein. Das Brot hatte eine leichte Kruste oben, die wirklich angenehm war. An der Seite war es eher etwas weich als im konventionellen Backen im Backofen. Die Struktur des Brotes war schön. Und das Loch von dem Rührhaken vom Brotbackautomaten war zwar vorhanden, aber in diesem Fall nicht allzu groß. Es ist in unserem Test das kleinste Loch von dem Knethaken. Wir haben in unserem Test 2 Brote gebacken, 2 unterschiedliche Teige, ein etwas festeres und ein etwas luftigeres Brot. Beide Brote sind ohne Probleme gelungen und haben auch sehr gut geschmeckt. Die Benutzung von dem Brotbackautomaten von Unold war sehr leicht. Es gibt vorgefertigte Programme und verschiedene Einstellungen, die ich ergänzen kann, wie eine längere Backdauer oder die Bräunung des Brotes kann ich in 3 Stufen einstellen, sowie das Brotgewicht, für das ich den Teig eingefüllt habe. Wir haben zwar die Bedienungsanleitung gelesen, hätten sie aber eigentlich nicht gebraucht. Als zweites in unserem Test der Brotbackautomat von der Firma Medion. Dieser verfügt über 580 Watt und kann Brote von 700 bis 1000 Gramm backen, hat 12 Backprogramme und 3 verschiedene Bräunungsgrade. Auch diese Backform hatte eine gute Beschichtung. Das Brot löste sich von alleine aus der Backform heraus. Zum Fixieren bzw. Lösen der Backform musste man diese nur ein wenig drehen und sie fixierte sich wirklich sehr leicht. Dies war auch im ersten Modell von Unold auch schon der Fall. Wie wir hier sehen, sind die Löcher auf der Unterseite des Brotes wesentlich größer als die bei dem ersten Modell von Unold. Wenn wir das Brot aufschneiden, können wir die Löcher von dem Knethaken noch besser erkennen. Diese ziehen sich auf der Unterseite ein ganzes Stück durch das Brot hindurch. Die Brotform ist etwas unglücklich. Das Brot wirkt eher länglich und ich habe es ein Stück von der Seite abgeschnitten und dann nochmal gedreht und von der anderen Seite. Beide Scheiben waren hier sehr groß. Und auch hier kann man wieder die größeren Löcher von dem Knethaken in dem Brot sehen. Als nächstes im Test der Brotbackautomat von TZS First Austria. Dieser verfügt über 850 Watt und kann mit einer Füllmenge von 750 bis 1250 Gramm arbeiten. Es war der einzige Automat im Test, der über 2 Knethaken verfügte. Dies führte dazu, dass das Brot länglicher war und nicht so hoch wie das von Medion. Da war nämlich das Problem, dass ich sehr große Scheiben hatte. Dieses Brot hatte eine sehr schöne Form. Es hatte einfach eine ganz normale Brotform, wie man es von Bäcker kennt. So hat man auch eine Scheibengröße gehabt, wie man sie gut essen und belegen kann.
Der Nachteil davon war, dass wir 2 Löcher auf der Unterseite im Brot haben. Diese Löcher sind zwar etwas kleiner als die von dem Automaten von Medion, aber wir können sie immer noch sehr gut sehen. Gerade wenn wir hier das Brot aufschneiden, werden wir die Löcher sehr gut erkennen können. Hier sieht man jetzt nochmal die sehr angenehme Scheibengröße. Das Fazit von unserem Praxistest: Für uns ist der Testsieger das Modell von Unold. Die Brotgröße war ein guter Kompromiss und kam gut mit einem Knethaken noch aus. Sie war aber etwas länglicher und nicht so hoch wie das Brot von Medion, zumal das Brot aus dem Medion-Backautomaten eher weich war. Die Bedienung selbst war bei allen 3 Automaten ähnlich. Es gab vorgefertigte Programme und individuelle Einstellungen, die ich treffen kann, wie ich mein Brot am liebsten habe. Dabei konnten wir kaum Unterschiede bei den Geräten feststellen. Der eine hatte 2 oder 3 Programme mal mehr oder weniger, aber im Endeffekt haben sie alle das Brot vernünftig gebacken. Wir haben jeweils ein Programm gewählt, das ca. 3,5 Stunden gebraucht hat, bis das Brot fertig war. Hier sehen wir jetzt gleich nochmal das etwas länglichere Brot. Das ist jetzt einfach Geschmackssache, ob ich die 2 Löcher von den Knethaken in Kauf nehme, denn die Scheibengröße und das Brot an sich war aus diesem Automaten wirklich anschließend sehr gut. Mich persönlich haben aber die beiden Löcher sehr gestört in dem Brot. Viel Spaß beim Backen und beim Essen von dem Brot. In der Beschreibung von dem Video habe ich noch einmal alle Produkte aufgelistet und auch den Link zu dem ausführlichen Testbericht auf unserem teigwelt.de.